Ja, genau, krasser PC oder nicht, es lief immer so, oh, Digga, wir gehen jetzt bowlen, ne? Genau so, genau so. Ist sehr geil. Bad luck, I guess. The new beginning. Trust. Trust. Grand Theft Auto 4. Release-Jahr, Chat. Wann ist GTA 4 released worden? Wo sind die Kenner? Wo sind die Macher? 2008, Alter. Tim. OG hier, du. GTA 4 sieht so aus. Released auf PlayStation 3 und Xbox 360 damals. Die erste Version, die ich gezockt habe, ich bereue es immer noch. Bro, ich bin immer noch traurig und fühle mich wie ein 31er, dass ich das auf Xbox 360 gezockt habe. Weil ich bin, also nichts gegen Xbox, ich war nie bei diesem Krieg beteiligt, weil das war mir eigentlich scheißegal. Ich wollte einfach nur eine PlayStation haben. Ich musste einfach eine Xbox holen, weil ich kein Geld hatte. Und jetzt bitte kein Oh in den Chat oder so, alles gut. Kein Geld in der Tasche gehabt. 360 habe ich gezockt. Ich muss sagen, der Controller hat sich richtig, richtig geil angefühlt. Auf der Xbox 360 damals. Muss ich echt Props rausgeben. Da war Xbox schon voraus, was Controller angeht, ja. Jetzt endlich mit der PlayStation 5 hat Sony eingesehen, dass diese Form schon besser ist. Ich habe damals ja eine Xbox gekauft, gebraucht, also kaputte Xbox, die war als defekt gemeldet für 70. Normaler Preis war so 150, 180, wenn sie nicht kaputt war, gebraucht. Die für 70 kaputt gekauft. Die hatte Ring of Death. Davor im Vorfeld habe ich mich informiert, ob man Ring of Death reparieren kann, weil es war voll mit Ring of Death, eBay damals. Das war der typische Fehler, wo Xbox einfach nicht beim Test bemerkt hat. Das war folgendes: Durch diese Erhitzung, wenn einer zu aktiv gezockt hat, haben sich die Lötstellen gelöst. Und wenn die Xbox dann ausgemacht wurde, war Ring of Death da. Weil diese haben sich nicht mehr verbunden. Die wurden fest, statisch, fertig. Ich habe mir Ring of Death Xbox gekauft, habe die in Handtuch eingewickelt, habe eine YouTube-Tutorial geguckt, habe die 2 Stunden laufen lassen unter Beobachtung, weil ich hatte Angst, dass mein Kinderzimmer abfackelt. Und nachdem sie 2 Stunden unter Hitze gelaufen ist, habe ich Handtuch entfernt, abkühlen lassen, angemacht, hat funktioniert. So bin ich an eine günstige Xbox gekommen. Aber so sieht das gute Ding aus auf PlayStation 3. Wir sehen in der Mitte Niko Bellic, links, also im Bild ist ein Helikopter, ja, das ist gang und gäbe in den Spielen. Immer links ist der Helikopter. Dann weiter unten ist eine Dame, ich weiß immer noch nicht, wer sie sein soll. Manchmal werden da Damen gezeigt, die werden einfach nur gezeigt. Weißt du, was ich meine? Hat keine Bedeutung. Ist so auch hier mittlerweile gang und gäbe geworden. Einfach mal irgendwelche Girls, die angeblich NPCs sind und so weiter, mit auf das Cover zu packen. Hier haben wir, wie heißt der Bre? Der von den irischen Großfamilie. Vielleicht ist es Lucias Mutter, ja, weil die lutscht auch gerne an Lollipops. Das ist Motorradfahrer. Wusstest du, dass GTA sogar eigentlich mal Xbox-exklusiv sein sollte, aber Microsoft hat es abgelehnt, das sind die zu Sony gegangen. Wusste ich gar nicht, nee, das habe ich nicht gewusst. Ich habe nur gewusst, dass die Erweiterungen, die DLCs für GTA 4 exklusiv waren und die waren auch geplant, exklusiv zu bleiben. Dann hat Sony ein richtig, richtig, richtig krasses Angebot gegeben. Und dann haben die es doch anders überlegt und haben die DLCs auch noch auf die PlayStation geballert. Die DLCs waren 1 Jahr lang nur auf Xbox 360. Das hat mich damals so geärgert, weil ich hatte danach doch eine PlayStation und dann höre ich so, ja, brauchst eine Xbox. Nach einem Jahr erst habe ich erfahren, oh geil, kannst doch spielen. Die machen das jetzt doch, ja. Das Spiel innen sieht so aus. Ja, hier. So sieht das Spiel aus. Wir können mal gucken, ob es auch so zerkratzt und misshandelt ist wie die anderen Spiele. Ja, das sind sogar noch Fingerabdrücke. Digga, wer hat das so bedatscht? Ich hab die Spiele nie so angefasst. Ihr seht ja, ne? Ihr seht ja, wie handsam ich das Ganze behandle. Ich habe die Spiele früher damals unter Wasser sogar gewaschen. Es ist so ein Aberglaube damals gewesen, weil die Leute gesagt haben, nein, benutze nur ein bisschen Parfüm, weil sonst machst du das Spiel kaputt. Es könnte einen Wasserschaden bekommen. Was für Wasserschaden? Wohin? Wohin soll der Schaden reingehen? Oh, ich habe gewaschen wie Teller damals, nichts passiert. Hab immer Zahnpasta genommen. Boah, das war vor allem die Könige, ne? Das war der Klassiker. So, was haben wir hier? Übrigens, das Cover hat mir damals sehr, sehr gefallen. Das war das erste Mal mit einer 3D-Prägung. Seht ihr das? Es ist so, kann man gestanzt sagen oder reingestanzt. Man kann das hier erkennen. Also wenn man hier anfasst, dann ist es rau.
Ich glaube, das ist dazu da, damit die Blinde das lesen können. Schwarzer Humor auch ein bisschen sein, ja, Chat. Ein bisschen, ja. Oleg, wenn GTA 6 Online-Release ist, reißen wir die Lobbys ab. Wenn GTA 6 erscheint, ich freue mich echt, jeden einzelnen von euch in-game zu sehen. Ich sag euch ehrlich, wo tue ich jetzt das Spiel hin? Wo habe ich die anderen hin? Wo habe ich die anderen Spiele hin? Da, in Burger King-Tüte. Wo sonst, ja, Klassiker. Also, wir haben hier den guten alten Liberty City Reiseführer. Da steht's ja, Sehenswürdigkeiten, Unterhaltung, Restaurants und Bars. 16 Bars. Kinder- und Jugendliche Einstufung, keine Jugendfreigabe, bla bla bla, ja. Dann haben wir die Steuerung hier. Oh, ich weiß nicht, wer damals die Steuerung sich angeschaut hat. Ich bin dir ehrlich, ich check das nicht. Wer guckt sich fucking Steuerung an, Bruder? Spiel doch einfach. Du hast doch nur 20 Tasten oder was es gibt. Warum Steuerung gucken? Und vor allem, schau mal diese Steuerung an. Das ist viel komplizierter, wenn du es liest, als wie wenn du es probierst. Ja, und dann, wie gesagt, Liberty City. Das habe ich auch immer schön im Scheißhaus durchgeblättert. Ich weiß, ich habe irgend so einen kleinen Fetisch. Ich liebe es einfach auf Scheißhaus, so Hefte vom GTA durchzulesen. Das Bild hat mich hungrig gemacht, das weiß ich auch noch. Cutscenes und Dialoge, Dan Houser und Rupert Humphries. All Cutscenes and Game-Dialoge written by... Alter, das ist heftig. Schau mal, Dan Houser und Rupert Humphries haben die Story geschrieben. Dan Houser ist einfach ein crazy Kopf dahinter gewesen. Die Leute sagen immer, Dan Houser ist nur eine Person von vielen gewesen. Das wird sich nichts ändern, dies, das, Ananas. Aber Bro, wirklich... Wenn ich gucke, überall ist Dan Houser bei Story dabei. Also der wird schon fehlen auf jeden Fall. Er hat schon einige krasse Geschichten geschrieben. Und wenn man so Dan Houser anguckt, dann weiß man auch ganz genau, dass er auf Deep Story steht. Also der mag dieses Ernste. Schau mal, GTA 4 war ja stark vertreten und Red Dead Redemption 2 war ja sehr stark vertreten. Beides richtig geile Stories. Hausi Mausi. Wir haben Strausi Mausi Emote, luckiges Bambi, ja. Könnt ihr mal zeigen, den Strausi Mausi? So, und dann sind wir hier bei der Map. Also nochmal, wie Egg Nova sagen würde, für die Neandertaler. Hier nochmal für die ganz Schlauen. Nochmal die Steuerung abgebildet, ja. Falls ihr es irgendwo an der Wand hängen habt, damit ihr euch die Steuerung angucken könnt. So, und dann haben wir hier die Map. In Liberty City waren wir schon in GTA 3. Jetzt ist es ein bisschen größer geworden. Was ich auch noch geil fand, dass sie damals das U-Bahn-System hier abgebildet haben. Fand ich auch sehr, sehr geil. Weil man auch so oft U-Bahn gefahren ist, ja. Aber dieses U-Bahn-Netz, wenn sie es einfach nur reingepackt haben, allein schon aus Prinzip, dieses Detail, weißt du, das hat sich so real angefühlt, so, weißt du. Das könnte einfach irgendwo am Hauptbahnhof hängen und es würde safe irgendwelche Studenten kommen und sich die Karte angucken und sich denken, okay, diese U-Bahn, die fährt ja sogar nach Liberty City. Wisst ihr? Also sieht sehr realistisch aus, sehr detailliert. Genau, und da sind noch ein paar Sehenswürdigkeiten. Da, 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 da. Und jetzt spielen wir den ersten GTA-Teil. Wie faltet man Karten? Ich kann das immer noch nicht. Hoffentlich mache ich nichts kaputt, du. Chat, das sieht nicht richtig aus, oder? Aber es hat schon die Form eingenommen, deswegen. Es hat die Form akzeptiert einfach. So, Chat. Oh, mein Arsch tut schon vom Sitzen weh, Alter. Mein Arsch tut weh, da. Ich sag's dir ehrlich, Alter. Seitdem ich dich kenne, habe ich wieder Spaß im Leben. Ich hoffe, du meinst es nicht ernst, Tim. Also, wie soll ich das sagen? Ich hoffe, du meinst es nicht ernst in dem Sinne, dass du glücklich bist, sondern dass du es so ernst meinst und dass es wirklich so deep ist. Bro, das kann ich nur zurückgeben, wirklich. Ich war noch nie glücklich in der Online-Welt wie mit diesem Kanal und mit dieser Community, jetzt ohne Spaß. Alle mal ein Herz oder Kuss oder schreib einfach 27, was weiß ich, schreib irgendwas, aber Dankeschön, ja. Das ist geiler Beat, Alter. Das macht schon Spaß. Wirklich, ich wünschte, jeder Streamer hätte so ein Gefühl, was ich habe, wenn ich live komme. Auch wenn ich mal schlechte Laune habe und gar keinen Bock habe, sobald so 5 bis 10 Minuten vergehen, bin ich wieder so drin, Bro, ich will gar nicht mehr aufhören. Dieses Reinkommen, manchmal habe ich gar keinen Bock, denke mir so, ach, kein Bock, Alter. Nicht wegen den Leuten oder so, sondern einfach mal schlechte Laune oder so. Aber am Ende des Streams ist es immer so, man will gar nicht gehen. Das ist schon geil, Alter. Vor allem, wie stabil die Community ist. Also,
Ich habe nie irgendwelche Vollidioten im Streams oder sagen wir mal von 200 Leuten, die mal neu dazukommen, ist mal vielleicht ein Vollidiot dabei, der irgendeinen random Scheiß schreibt, weil er gerade, keine Ahnung, Digga, ist. Weil er denkt, der ist irgendwie Main Character oder so. Aber an sich alles supi. Also, dass man wirklich sagt, so, okay, der kommt jetzt, um mich einfach mal blöd anzumachen, habe ich echt gar nicht erlebt. Das wundert mich auch. Ich warte ein bisschen auf den Tag, Bro. Ein bisschen warte ich auf den Tag. Das ist schon stabil, also ich find's geil. Ah, Tim, du regelst, ne? Du bist so underground. In der Szene aktiv, ich checke. Digga, es ist schon 2 Uhr morgens, Alter. Daddy's back, you bitches! Daddy's back, you bitches! Dave, Warte mal, wie machen wir das, dass wir noch GTA 6 quasi besprechen? What are you doing? Dave is not coming. Ignore him. Mach mal 1,5 Stunden, ja. Before we talk. Let's go. Here, pass me that. Oh yeah! There she is. Liberty City. Ich glaube, GTA 4 hatte jetzt nicht die krassesten Cheats, oder? Crazy place, Nico. Boah, ich liebe diesen Beat, ne? What you going to do? I might come back on board, or I might try to make a go of it. Like they say, it is the land Habibi, of- Bro, Walla Krise Community gewohnt von früher. Ich schwöre dir, ich war echt so echt drüber. Deutschrap Community, Like my nicht cousin. alle, aber sehr viele. Die wollen kein Deutschrap, die wollen einfach nur Streit. Cars, parties. He writes me in these wild emails, and after I got into trouble, I thought maybe. Ich habe einfach den scheiß Cola weggesoffen. Then I got this gig, and I spent the next 7 months with you fine people, and I forget. Also Trevor kocht, wieso sage ich immer kocht? Kocht eigentlich immer andere Steine. After the war, Egal, vorbei, Alter. Scheiß drauf, Alter. Der Witz ist vorbei, abgefahren. Eigentlich 1,5 Liter, wie viel ist das? 2 Jahre ungefähr hier, als ich angefangen habe. 700 Milliliter habe ich gesoffen. 1,5 Liter über 3-mal, Junge. could be. Jetzt sind wir also im Jahr 2008 angekommen. Alter, wie lange wir eigentlich auf solche Momente gewartet haben. 1 Liter Buttermilch darauf. Ja, Buttermilch habe ich leider nicht gekauft, aber ich sag euch so, ich habe gerade Entzug, ja. Ich glaube, ich werde rückfällig. Wenn ich wieder Buttermilch in die Hände bekomme, ich ex es weg. Mit der Ansage, ey Nova, erinnerst du mich bitte? 1 Liter im nächsten Stream ex ich. Mit Ansage. Der hat Entschuldigung gesagt. Auf Deutsch. Ich habe nicht eingekauft. Ich wollte heute einkaufen. Ich habe so ausgerechnet, dass ich heute einkaufen gehe. Also gestern. Mittwoch halt. Bro, heute ist Feiertag. Ich vermisse das Originallied, was früher immer an der ersten Mission war. OGs wissen. To see you, man. What? You forget our language? OGs wissen. 1, 2, 3. Wille, 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 Schweinchen. 1, 2, 3. Wille, 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 Schweinchen. Better than my Serbian. Ah! So good to see you, cousin. I can't believe you Der made it. BK hat ja offen an Feiertagen. Quite the night last night. 2 women. The land of opportunity. Ich finde es auch mit der Schrift geil, ne? Wie im Film haben die es damals gemacht. Man merkt einfach den Sprung, oder? Von 3D auf HD. Das ist ein Weltenunterschied, wirklich. Still a Dutch drug. My cousin is here! We got to know the Come on, relax. What up, buddy? GTA World 2002, grüß dich, herzlich willkommen. Schön, dass du hergefunden hast. Daily Videos. Ja, momentan gibt es nicht so viel zu erzählen. Bei uns in Bayern ist heute Feiertag, ja? Also Mittwoch. Come on, let's go. To the mansion, huh? Yes, the mansion! Jetzt fahren wir in die Villa, Chat. Oh, maybe I should. Okay. Okay. Hey, is this a cab? Where's the sports car? He's in the shop. Come on!
Gestern war Dienstag? Dann meine ich Dienstag. Drive us to that place on Mohawk. Warte mal ganz kurz, Einstellungen. Grafik. Helligkeit wollte ich für euch ein bisschen höher machen. Just up the road. I'll let So you know besser, when ja. we're there. Boah, das Autofahren, das war crazy damals. Und nachts ist kälter als draußen. Why don't you show me around the city? Fucking terrorists! What? Terrorists! There's been a big scare and you Alter, das can't cross Autofahren. the bridges so good. You without the visa, I would stay in Crazy. Broker. Fucking stay in Hove Beach. Everyone like us does. Also Autofahren ist echt crazy. That is my company book. Ganz anderes Where I Feeling. make all the money. Nico, you ever had 2 women at once? Or Boah. titties to be playing with? Missa sam da Also GTA 4 vom Detailgrad, boah. Ne mogu ne kažem. Ich glaube, nur GTA 6 kann es toppen. Und würde es wahrscheinlich. Also ich bin mir sicher, dass es GTA 6 toppen wird. Just a temporary place. The mansion is coming, cousin. That's the dream. Follow me. Chat, die Bruchbude ist die Villa, wo er versprochen hat, ihr müsst so sehen. Er hat zu Roman gesagt, zu Nico gesagt, ey, komm nach Amerika, ich lebe den amerikanischen Traum. Da ist alles wunderbar. Komm vorbei, ich zeig dir alles. Und das ist das, was er meinte, wisst ihr? Wusstet ihr, dass da hier ein Easter Egg gibt? Da stehen die Namen von den GTA-Charakteren, die wir bereits in der Vergangenheit hatten. Da steht irgendwo CJ, das weiß ich, aber ich weiß nicht mehr genau, wo das steht. Irgendwo steht CJ. GTA 6 Easter Eggs werden crazy auf jeden. Da steht auch Oleg. 27 steht unter der Treppe. Junge, ihr denkt auch, ich laber Scheiße, ja? Digga, ich habe einfach oben voll die Scheiße gelabert, Alter. Das ist damit gemeint. Das ist damit gemeint, nicht das oben. Und ich habe dort einfach das gesehen. Ich schwöre, ich habe hier Karl gesehen. Es ist eigentlich gar nicht das hier damit gemeint. Und ich habe einfach fantasiert. Ich habe einfach fantasiert, Digga. Ich schwöre, ich habe Karl gesehen. Aber eigentlich ist das hier gemeint. Da steht Rest in Peace, Karl. Seht ihr das? Sieht ein bisschen wie Wiz aus. Wiz Karl. Und da steht Claude. Das ist damit gemeint. Also ich zeige es euch jetzt nochmal. Bro, ich habe einfach zu viel Fantasie gehabt gerade. Aber ich glaube, das ist dasselbe, kann das sein? Da seht ihr. Und jetzt könnt ihr das besser sehen. Let's go. Gelb so kickt wieder, ich schwöre dir, Bro. Ich habe echt in Real Life gelbe Hände. Ich weiß nicht, von was das kommt. Aber hatte ich schon immer so. Sobald ich ein bisschen Hornhaut bekomme, werde ich gelb. Wenn du alte 4 drückst, Pound Lucier mit Jiggle-Wiggle-Effekt. Oh, den habe ich Bock zu prolieren. Boah, das war geil, ne? Das Kampfsystem. Digga, saß. Alter, der Opi wurde gegönnt. Jetzt fehlt nur noch dieser Move, dass er sich an den Eiern kratzt. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass der Nico immer nur so komische Sack-Emotes macht? Schaut ihn mal an. Schaut, der Opa, alle denken, der schläft einfach. Auf Couch, auf Sofa, auf Bank. Schau mal, der macht immer nur Eier-Moves, warte. Diese Perspektive habe ich gemeint. Also wenn ihr so die Kamera schwenkt, kein GTA-Teil hat es so krass gehabt. GTA 4 ist Legende, Mehrwertsteuer. Schau mal, wenn du so zoomst, ne? Tschüss. Also diesen Effekt ist nicht einfach hinzubekommen. Oh, achtet mal auf das Gebäude im Hintergrund. Seht ihr, wie klein das wird? Es ist einfach eine krasse Perspektive, was sie da geschaffen haben. Ist nicht ohne. Die haben so eine Art Linsenmodus reingebracht. Versteht ihr, dass man so eine ganz andere Perspektive bekommt? In anderen Spielen machst du so und dann siehst du einfach deine Figur von oben und unten würde eine Drohne fliegen. Aber hier hast du ein anderes Objektiv. Die ganze Welt verändert sich. Schau mal, das Gebäude, wie das ausschaut, wenn ich so gucke oder wenn ich so gucke. Schau mal, es wird einfach klein. Versteht ihr, das ist schon crazy. Field of View nennt man das, ja? So, jetzt gehen wir mal zu Roman. Achten wir mal auf die Details, ja. Alleine, dass man Gegenstände aufheben konnte. An diese Stelle kann ich mich eigentlich ganz gut erinnern hier. Da kann man ja Gegenstände aufheben. Hallo Hunds, was macht ihr hier? Warte, die werden wir gleich hier wegscheuchen. Da, zum Beispiel diesen Stein können wir nehmen. Wie war das nochmal? Ich weiß nicht mehr genau, welche Taste es war.
Okay, 4 schon mal nicht. Ah, L1 war das. Dann kann ich, genau. Und dann machst du den hier. Was ist das denn? Baseballschläger, geil. Nee, ich will den Stein haben. So machst du den hier, dann zielst du ein bisschen weiter hoch. Okay, ein bisschen näher müssten wir. Das müsste jetzt klappen. Okay. Immer noch ein bisschen näher. Machen wir mal Free-Modus. So, jetzt aber. Bruder, was ist denn los mit dir? Nico, konzentrier dich, ja? Du musst treffen. Okay. Und jetzt kommen die Moves. Oha, 2 gegen 1 hier, oder was? Das Kampfsystem wurde nicht von GTA 5 übertroffen, sondern von Red Dead Redemption 2 damals, ja? Nur so zur Info. Aber modernes Kampfsystem, also in der modernen Welt, relativ modernen Welt. Damals war es ja, wo das Spiel released wurde, ist es ja auch in diesem Jahr, ist ja in diesem Jahr auch stattgefunden, 2000. Was war das? 2008. Kann man gar nicht vorstellen, ne? 2008, Chat. Kann man sagen, diese Spiele sind 2008 released? Also, bitte, heutzutage kommen Spiele, sei es Mind's Eye oder Mafia The Old Country, die können nicht mal ansatzweise hier anknüpfen. Und das Spiel ist einfach von 2008. Also, ich weiß nicht, wie die das damals geschafft haben. Ich weiß es nicht, wie sie geschafft haben jetzt, ne? Ich fand auch... Ich glaube, das war das erste Spiel, wo ich fand, dass das Stechen mit dem Messer ein bisschen zu weit ging sogar. Also ich fand das richtig brutal mit dem Messer hier. Vor allem, wenn er am Boden liegt, dass du einfach mal weiter einstechen kannst. Voll brutal, Mann. Gaming's Eye. Screw you! Baby, when I look into your eyes, it means something. Ich soll es dir zeigen, Pokey, gleich. Wenn ich Messer finde. Als ich alle GTA 4 gegrindet habe, war ich minus 4. Okay. Very difficult, I think. Hello, Roman. Hello, Liz. Mallory, this is my cousin I tell you about, Nico. Nico, this is Mallory, the beautiful girl I tell you about. See? Not everything I tell you is bullshit. I bet most of it was. Hey. I hope you're less full of shit than your cousin over here. Thank you. This is the woman that I'm going to marry. Whatever you say. I thought you were going to marry me, baby. Hey, Vlad, great. Kannst du meinen Kollegen über Gaming grüßen? Über Gaming, ich grüße dich. Otherwise, this beautiful lady is going to leave. I know. I'm a fat prick. What can I do? Pay you debts? I will do, man. We spoke of this. No, we didn't Minus speak. 3. You spoke. Then you say you're Es kommt drauf an, welchen du, also welchen GTA-Teil du als erstes meinst. Also wenn du mit GTA 3 angefangen hast, dann, I guess ja. that's true. The beautiful woman do like the guys with a funny sense of humor. I'm laughing. Ich wurde 3 Jahre nach dem Game released. Tell this fucking yokel here if he doesn't stop staring at me. Boah, Alter, das ist I'll have his crazy. head chopped off and put a film Du of warst it gar on nicht the auf der internet. Welt, als das Spiel released wurde, Bro. Crazy, Alter, wie Zeit vergeht, ne? Schau mal, da haben wir GTA 4 Map. Seht ihr das oben? Yeah, fantastic. Look, say what you like, but at least that guy knows how to speak to a lady. Yes, he's all charm. Come on, Nico, let's Meine go. Eltern sind Darling, schuld. Ja, solange du alles nachgeholt hast, ist ja nicht schlimm, Ferdi. Digga, mein Brain langsam Brainrot, Alter. Ich hab 6-7 im Kopf gerade. Also ich meine Brainrot mit, boah, dieses lange in die Nacht, in den Morgen streamen. Ganz andere Aura, echt. Doing some home improvements, Roman. You're going to build this mansion. Jetzt kommt doch die Mission mit den Albanern, oder? Funny guy. We're going to get money. In America, you need money to do anything. Er ist später dem Server beigetreten, aber er ist beigetreten, das ist wichtig. Ja, diese Autofahrer, da muss man sich echt mal dran gewöhnen erstmal. Ich habe gefühlt mich erst ans Autofahren gewöhnt, als wir letztens GTA 4 durchgespielt haben. Habe ich mir erst gewöhnt, als ich durch war. Because you can't pay your debts and they make you mop the floor?
Never what no. Funny. No, I'm the janitor because müssen wir jetzt I rein. always clean up. Zack. I always win. Get it? Чистач наравно. I seriously hope your cards are better than your nicknames. Only problem Zweimal is I'm durchgespielt playing with sogar, somebody geil. I meant to give Dann to sind wir auf these dem gleichen Stand. Albanian Obwohl scumbags. Nico, wait for me here while I go inside to clean up. Shit, I almost forgot. I'm giving 3 you Jahre my weniger phone. Zeit My hat new es. number's in there. Ich soll mehr trinken, ne? Ja, Mann, du hast recht, ich trinke jetzt was. Call me if some Albanians show up in some shitty beige Willard. Those are the guys I owe money to. Do not hurt them. I know what you're like, Nico Was ist da Bellic. los, hä? You and your debts, Roman. Uvek isto, nikad drugačije. Ah, der Bug kommt immer. Alter. Ich soll anrufen, wenn ich die Albaner sehe. Okay. Und dieses Auto, ich fand dieses Auto immer so detailliert. Also Romans Auto war wirklich sehr, sehr detailliert. So Schau mal. quiet out here, Roman. So schön gemacht, ja. Sogar der Dreck ist schön. Mominte da. Don't worry, I'm getting so many bullets, it's like I'm an AK. Mismo cool. NPCs endlich mal normale Menschen, Alter. Nicht nur irgendwelche Krüppelmonster, Alter. Sondern es gibt echt normale Menschen auch. Ich glaube, die Talahorns kommen mit dem Auto, ne? And this must be the loan sharks. Wo? Ah, da sind die doch. Okay, rufen wir mal Roman an. Cousin, two guys are going in the store. I think they are the loan sharks. Ich spiele mal so 1,5 bis 2 Stunden. Also da sind wir noch drin. Wie lange sind wir noch drin? Shit, Nico, it's them. Noch They must 40 be both Minuten over spielen wir GTA 4, dann gehen wir in GTA 5 rein. here. Remember, do not hurt the Ja, loan das ist sharks. normal, The Freddy. debt will just increase. Get us back to the people, quick! Habe ich keine Pistole? Fuck. Ey, was ist mit dem passiert? Ey, der ist gespawnt von irgendwo, ne? Dieser NPC gerade. Alright, cousin, So I'll ist auch lose dieser them. Brie Sada gespawnt. nije tako teško. Party, so bist du auch gespawnt In the 2011. old days we were dodging bombs. Und dann hast du direkt mit Loan sharks. GTA 4 Just angefangen. drive, leave the funny comments to me. Der R1 spinnt bei mir komplett. Ich weiß nicht, was da eingestellt ist. Aber wenn ich R1 drücke, ist Karussell. Get away! Ich muss mich an die Steuerung echt You think they gewöhnen, saw Bro. me? Die Steuerung in GTA San Andreas und so weiter. Ey, das war so einfach im Vergleich zu der. That's why the ladies love me. Aber wirklich schon, man muss öfters bremsen, das weiß ich noch. We're here. Oh, you like your phone? Maybe one day you'll get a premium quality one like mine. Then you will have really made it. I can only wish. See you later, cousin. Wie meinst du, GTA eigentlich keine Nostalgie? Doch, die alten Teile sind natürlich Nostalgie. Weil ihr müsst so sehen, wenn jetzt zum Beispiel Fadi gespawnt ist 2011 und dann irgendwann mit GTA 4, also GTA 4 gezockt hat, dann hat er ja Nostalgie. Ach so, meint es GTA 5? Naja, für manche ist es Nostalgie. Wenn es dein erstes GTA war, also GTA 5, dann ist es für dich Nostalgie. Nostalgie kannst du ja nicht bestimmen. Für dich... Also für mich ist zum Beispiel GTA 5 Nostalgie, weil ich das ewig nicht mehr gespielt habe. Also in dem Sinne, so richtig aktiv. Für mich ist schon GTA 5 Nostalgie, sind ja auch 13 Jahre so mäßig. Come on, Daddy, what's your problem? don't have Ah, die haben ihn doch erwischt. do. Don't be a dick, man, come on! Where's your Russian friend now, huh? It's not my friend, it's Huh? my loan shark! Stop this! Huh? What of that? Mit 6 Jahren bei City, echt jetzt ohne Spaß? Yes. What about you? Come on, Tupac. Okay, das ist der berühmte Anfang. Now. And if you come back, I'll kill you. Mit 6 Jahren bei City, Digga. GG. This? Yeah, Da baby! bist du ja wilder als wir unterwegs, du. Shit, Nico. What did you do? He was going to stab Digga, me. mit 6 Now he's going to kill you! Fuck Junge. him. Look at this mess. Screwed. Again. You want to know why I'm not living in a nice condo? Banging for women? It's because of shit like this. Assholes threatening me. Shut up! Oh, great. Mallory. Alter, das ist Hey, crazy. GTA 5 noch von Mama geschenkt bekommen. Yeah, great. Einfacher Vater.
listen. Warte mal, bist du jetzt schon Vater oder war das jetzt so einfach übertrieben gesagt? Huh? And what? Well, why would you want me then? Well, screw you then. Great girl. Can you do me a favor? Mallory needs a lift. Can you go pick her up at the Hove Beach subway station? Yeah. GTA 4 hast du mehr gespielt als She's got a GTA friend with 5? her. Maybe someone Ich you can finde, date. Fuck you. storytechnisch kann man drüber streiten, ja, ob GTA 4 oder GTA 5 besser ist. Oder von der Atmosphäre und so weiter und so fort. Aber sind wir mal ehrlich, so diese freie Welt erkunden ist GTA 4 viel geiler. Also was da für Scheiße passiert durch diese ganzen Animationen, dass du da durch die Ecke fliegst, NPC fällt irgendwie komisch um, also du hast da puren Lachflash. Stell dir vor, die bekommen diese Physik auch in GTA 6 hin. Das wäre doch viel lustiger, da würden sich viel lustigere Momente ergeben, wenn alles so ein bisschen realistischer abläuft. Ich habe bis jetzt GTA 5 noch nie durchgespielt. Ja, GTA 5 war eigentlich... GTA San Andreas war mein erstes GTA, was ich durchgespielt habe. Danach ging es weiter mit GTA 4, GTA 5. Dann irgendwann Vice City und dann GTA 3. So war meine Reihenfolge. Bro, ich bin voll vorbeigefahren. Ogi, dankeschön für dein Follow. MG David! Sorry, ne, das ist wirklich nie was Persönliches, wenn ich mal was nicht lese. Aber manche Namen, ich weiß nicht, Mann, Alter, irgendwie mein Kopf tut die einfach so ausblenden. Und das ist aber nichts Persönliches oder so. Sorry, ja, natürlich, ich wünsche dir auch schöne Tage, hoffentlich Familie geht's gut, hoffentlich hast du die Feiertage gut überstanden. Sorry, ja, also war wirklich nichts Persönliches. Was muss ich denn im Auto machen? Gerade zur U-Bahn-Station. Achso. Ach, das sind die doch. Ladies. Hey, Nico, thanks for coming. I should have known Roman would find some excuse not to turn up. This is Michelle. David, dankeschön für die lieben Worte, I live on ja. Rotterdam Hill up on Mohawk Avenue. Oleg You know hat where was that is? gegen David. Ey, nicht, dass du jetzt wieder jemanden diskriminierst, Nova. Also bitte, zügel How you dich. finding America, Nico? Not exactly what I expected. Nico, you know what? You need someone to show you David what's up. shaming. Michelle, how about you? Valerie, Na, stop it. Come Bunny, on, you guys. You're both single. Bunny wird schon You're wieder adults. kommen, denke ich mal, ja. Bei so einem geilen Content, I'd like da, to see you da, again, kann man, Nico. da kann man nicht You wegschauen, look like weißt du, that was ich kind of meine? guy I want to get to know. Also You look like bitte, you sind wir just mal jumped ehrlich, off a oder? boat. Skala von 1 bis Answer 10, me dieser like you should Content get some hier. regrets. I think he looks fine the way he Ihr is. dürft, I don't ihr think dürft you've nicht been ehrlich chased sein, on a okay? journey. How you gonna impress a classy girl like Michelle? I'm easily impressed. I know you Hab mir are gestern sweet, Red Dead Redemption and 2 I geholt just und davor don't get extra it. noch deine Streams geschaut, damit ich nicht gespoilert werde. Ah, checke, du hast es nicht geschaut. Gut so, wirklich gut so. Lass dich nicht spoilern bei Red Dead Redemption 2. Ich habe es auch jahrelang geschafft, nicht gespoilert zu werden. Ich habe natürlich hier und da mitbekommen, Ende wird traurig, Verrat wird es geben, aber wie, wo, wann, so ins Detail. Digga, ich habe es einfach geschafft. Ich wurde nicht gespoilert. Thanks for the lift, Nico. Immer wenn ich so ein Gefühl hatte, jetzt wirst du gespoilert, Give me habe a ich call direkt sometime. abgebrochen. See you Egal ob soon, Gespräch, Video, Reel, was weiß ich was. Wirst du am 18.11., 26 um 23:30 Uhr eine Runde in Los Santos I dropped fahren? the girls off. The friend Aber gave me sowas her von. number, Wir machen es but zusammen, oder, I don't Chat? think Mallory likes my clothes so much. Echt jetzt, Pokey? Fandest du das Finale nicht traurig? Krass. Alter, du bist stabil, Alter. Du solltest Soldat werden, Alter. Ich sag mal so, Chat, ich habe ein bisschen Angst vor dem GTA 6 Release. Als ich so Gefühl hatte, okay, Mai kommt das Spiel. Shit, Alter, war ich aufgeregt. Ich habe so ein bisschen Angst gehabt. Ich habe sogar ein bisschen gehofft. Hört sich jetzt 31er an, aber ich habe gehofft, dass es verschoben wird. Bro, ich bin einfach nicht bereit für den Scheiß. Je näher der Release kommt, desto aufgeregter werde ich. Und ein bisschen, also ich finde es traurig, wenn es verschoben wird, aber irgendwie auch erleichternd, Digga. Ich habe so Angst vor dem Release, weil der wird so groß. Das ist crazy. Jetzt wird's langsam Zeit, sagen wir mal so. Ey, Chat, was muss ich machen? Polizeiauto klauen, oder? War das nicht diese Mission? Ah ne, ich muss Kleidung wahrscheinlich holen, ne? Nein, nicht Angst vor Spoiler, ich habe Angst vor dem Release. Muss ich Kleidung kaufen, Chat? Ja, ne? Oh, russische Onkel machen wir jetzt. Wir machen russische Onkel, der gerade nach Amerika gekommen ist. Aber sowas von russische Onkel.
Das ist sehr, sehr russische Onkel. Aber das ist serbische Flagge, oder? Ich glaube, das ist serbische Flagge. Ich bin mir aber nicht sicher. Weiß, nee, weiß-blau. Serbisch ist, glaube ich, weiß-rot-blau oder so. Ein bisschen anders. Okay, wir machen russische Onkel Edition. Russische Onkel liebt unbedingt Jeans, weil Jeans sind gute Qualität und halten lange. Das ist es. Direkt gekauft. Ich Schnapper. Vor allem Sale. Sale ist eh immer gut. Und jetzt brauche ich eine fette, geile Lederjacke. Eine richtig schöne Lederjacke, die Leben lang hält am besten. Digga, das ist es. Das gefällt mir. Alter, Swaggy, russischer Onkel, sei mal ehrlich. Jetzt nur noch russische Laden, Semitschke holen und Piva. Dann kann's losgehen. Schmeckt diese Wodka. Das ist so geil, dass hier ist auch voll die Russengegend. Ich habe damals richtig hier... Alter, der ist so ekelhaft, der Bre. Der kratzt an Nase, der kratzt an Arsch und an Hey, Pimmel. Roman, I got some clothes. It looks like they brought the stuff in from the old country, though. We must take what we get. When the big money rolls in, then we will look real classy. Anyway, you have Fadi? Michelle, classy Ich girl lese for richtig, your ne? own. Fadi, You ja. should definitely keep Ich sag digging mal her. so, es wird einige Jahre noch mit GTA 6 mitlaufen. Also denkt jetzt nicht, dass GTA 6 kommt und keiner wird GTA 5 spielen. Sagen wir mal von 100%, wenn jetzt 100% ist, was jetzt Leute spielen, GTA 5, werden zum Release mindestens noch 40 bis 50% noch in GTA 5 bleiben. Aber auf lange Sicht sollte es so passieren, dass Rockstar Games es schafft, dass 80% drüber gehen. Und irgendwann werden die das erzwingen, indem die sagen, so, Online-Service hört auf, wir gehen nur noch in GTA 6 I rüber. remember. What's up, Michelle? I don't normally do this, but I thought you'd probably be pretty lonely having just moved to Liberty City and all. You do not normally do what? You're not making this easy for me, are you? I'm asking you out on a date. I am sorry. I am still not used to how things work here in America. Ja, ich weiß. A date would be good. I am getting sick of hanging out Ich with weiß Roman schon, aber all auf the einmal time. keine... How about I pick you up from your apartment? That sounds good. Also ja, die ganz großen Streamer, die werden nicht mehr in GTA 5 hängen. Also, content-technisch werden alle auf GTA 6 rübergehen, das ist Fakt. Ich kann mir beim besten nicht vorstellen, dass irgendein großer Streamer immer noch GTA 5 RP macht oder irgend so ein Scheiß. Was heißt der Scheiß, ist schon geil. Bruder, der zeugt hier Familie, der Nico Bellic. Übrigens auch erstes Spiel gewesen mit Navigationssystem, was auch official drin war. Nico, Slater has me cornered in the court. War damals richtig geil. What does he want? Ich kann mich aber noch an dieses Dilemma erinnern, wo man sich gedacht hat, ist es schon ein bisschen wie Cheaten, wenn man Navi benutzt. Es hat sich ein bisschen zu einfach angefühlt und ein bisschen habe ich das hier vermisst, Chat. Dieses Reingehen, ranzoomen, gucken in welche Richtung guckt mein Charakter und sagen wir mal, ich muss jetzt da hinfahren, dass man sich dann merkt, okay, 1 gerade, dann die erste nach rechts und dann ein bisschen nach links, dann die zweite nach rechts. Hat ein bisschen gefehlt dann. OGs wissen, was ich meine. Aber man gewöhnt sich an dieses Navi-System und dann ist schon geil. Aber es ist halt was Neues gewesen und dieses Neue akzeptiert man nie so schnell. Es dauert immer ein bisschen. Oh, Jacob League. Mein erstes GTA 6 Online-Mission ist, dass man alter Charakter wegmachen muss, dann spiele ich nicht. Boah, das wäre schon ein bisschen sehr dreist und erzwungen, wenn man das machen würde. Digga, was geht denn hier ab? Haben wir jetzt Schuhladen? Chat, wir haben jetzt Schuhladen. Wollen wir betreten einzelnen Chat? Digga, das ist der erste richtig krasse Schuhladen. Nach Vice City. San Andreas hatten wir auch Schuhladen, stimmt. Vice City aber auch, oder? Oha. Autobombe ist crazy. Schau mal, wie schüchtern der ist. Who is it? Hey, it's Nico. Hey, I'm just finishing my hair. Come in. Ey, ist es normal, dass die Animationen so auf dem PC ein Just bisschen move in. No. Why? All your stuff is FPS-Drops new. unterwegs sind, Tell me obwohl if ich you still have 180 tags on. FPS habe? Oh, well. Ist normal, oder, Chat? I like things clean. I can see that. But, Das ist ja everything. übelst hässlich. Auf Konsole war es Yeah, nicht so. I'm kind of obsessed with cleanliness. Things get on my nerves and I just throw them out. OCD or something?
You look good. Oh, Eigentlich thanks. voll schade, oder? I don't know. Einfach sowjetischer, I'm new russischer Onkel. Ich sag doch, Maybe we Hamza. could go to the, Das war ja der Plan. Lukas Fun Abi, fact. danke für dein Follow, ja? Yeah, great. Let's go. Love the fun fair. Nein, Poki, es liegt nicht daran. Es liegt daran, nicht weil die zu viel Detail hat für damalige Verhältnisse. Die hatten damals Probleme mit PC-Versionen schon immer gehabt. Erst mit GTA 5 haben die es dann hinbekommen, die Kurve. Aber GTA 4 anfangs, du konntest gar nicht spielen. Manche hatten einen Fehler, der erst nach Monaten... Die haben das Spiel gekauft, musst du dir vorstellen, die konnten das nicht spielen, weil die einen Fehler hatten, dass du einfach das Spiel nicht starten konntest. Es ist direkt abgestürzt. Das war Katastrophe damals. GTA 4 auf PC war damals Katastrophe. Auch diese FPS-Flackern, die Ränder, wo bei Gebäude und so flackern, das war auch Katastrophe damals. Ja, genau, krasser PC oder nicht, es lief immer scheiße. Oh, Digga, wir gehen jetzt bowlen, ne? Genau so, genau so. Ist ja geil. Das war jetzt geil, oder, Let's Chat? go bowling, Dan. Gentleman. Sowjetischer Gentleman-Chat. Kuss geht raus. Schau mal, wie ich gepackt habe. Perfekt, so, dass ich dann direkt rausfahren kann. Schnauze nach vorne. I thought you were doing me a favor by going out with me. You're the local. I'm not a local in Liberty City. I came here from somewhere. Where? Ja, wo bist du The denn? Ach, Midwest. da. You probably know more people here than Die me. läuft wie normaler More Mensch. assholes, maybe. Das hat doch auch jeder früher gemacht, oder? Das ist so dumm eigentlich. Auch dieses Ausatmen, ja? Dass da so Dampf rauskommt, richtig geil. Kriegt schon die Müdigkeit? Nein, aber mein Mund wird langsam müde vom Reden. Es geht noch, also kriege ich schon noch hin. Schau mal, ich zeige euch meinen Jarak. Ein Jarak, nicht mein Jarak. Ein Jarak. Schau mal, da oben. Seht ihr den Jarak? Digga, GTA ist so schwanzgesteuert. Twitch ist mein Partner, genau. Chat, gib mir einen Tipp. Oder du denkst wirklich, dass GTA 6400 Hauptmissionen haben wird? Das ist ja mal in einem Leak-Video gesagt hast. Ich hab's nicht gesagt, es steht so da. Also ich hab's gesagt, aber ich hab's nicht erfunden oder so. Sondern es steht in den Leaks da. Ich kann den Leak dann später mal zeigen, wenn wir zu GTA 6 wechseln. Schau mal, da ist kleine Jarak. Vorne oben große Jarak, hier kleine Jarak. Was denn los? So, dann wollen wir mal. Ich mach sie mal ganz kurz fertig, ja. Also ich weiß nicht, was da los ist, aber... Digga, es hängt gerade, Bro. Jetzt. Also Wurfposition, Bro, mittig immer, oder? Ja. Oha, oha. Okay, warte, Alter. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Willst du mich verarschen oder was? So. Ey, Chat, ich sag euch ehrlich, geht alle in GTA 6 rein. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt Videos cutten könnt, scheiß drauf. Macht einfach... Ja, okay. Macht irgendwas, Bro. Streamt einfach, was euch Spaß macht. Ey, Bro, wenn sie mich fertig macht, ich erschieße sie jetzt ohne Spaß. Morddrohung, jetzt übertreiben wir nicht, ja? Ich muss sie umbringen. Bro, ich kann doch nicht verlieren. Ich hab verloren? Ich hab dir gesagt, ich bring dich um, wenn du Golfen gewinnst, Digga. Komm raus, wenn du ein Mann bist. Komm raus! Wo ist sie? I'm sorry about that, Michelle. I get carried away sometimes. Scheiß auf die, Alter. Ich mach Schluss. Ich mach Schluss, Alter. Bowling, du musst gewinnen lassen. Macht sich hier auf Shirin David mit Feminismus oder was? Ich hab mir Mühe gegeben, ja? Ja, jetzt tut sie bestimmt... bitte verlass mich nicht, Nico, oder? Cousin, wenn irgendwelche heißen Mädchen dich anrufen und einen Dreier mit dem
Vergleichen Roman Bellic suchen, dann gib ihnen meine neue Nummer, Roman. Was labert der Vogel, Alter? Ey, Chat, es gibt doch ein Easter Egg, dass die Cops kommen, wenn man auf eine Seite geht, die für Perus, für Your Ollies ist. Versteht ihr, was ich meine? Einer auf den. Oh, Stupi, dankeschön für den 10er-Sub. 10-Euro-Schein. Dings, wie heißt es? Spende. Lange nicht mehr bekommen. Habe leider in Discord keinen VIP-Rang und gönn dir den 10er auf weitere 5 Jahre. Stupi, danke, ja. Stupi auch Legende. Auch der süße Bre. Ich glaube, du kommst auch aus Kasachstan, oder, Stupi? Wie war die Website, Chat? Dass man auf Your Olli kommt? Es gibt eine Website für Your Olli mäßig. Könnt ihr schnell googeln, Chat? Mutter kommt aus joanus.com. Warte mal. Website. Live Lazy Surprise. Warte mal. Little Lazy Surprise Vagiant.com. Surprise. Da. Nachricht des LCPD. Diese Website für Kinder-Schönheitswettbewerbe wurde gesperrt. Ihre IP-Adresse wurde registriert. Ein Ermittler wird in Kürze Kontakt mit ihnen aufnehmen. We see it all. We know it all. Fuck! Your Olli wurde gebastelt. Bitte nicht groß schreiben, Sternenblut. Bitte, ja? Bitte nicht groß schreiben. Heute neue Fallout-Folge. Oh, Fallout. Bin ich gerade am Suchten. Ich habe gestern die erste Folge angeguckt. Erste Folge habe ich angeguckt. Cheats waren jetzt nicht so der Burner in GTA 4, ne? Ich wusste gar nicht, dass die komplette Staffel noch nicht mal draußen ist. Guck mal, wie ich von den Cops fliehe, Alter. Ich bin so ein krasser. Digga, verpiss dich. Oha, Navi redet sogar. Stimmt, das war doch, das musste man doch immer ausmachen, damit es nicht nervt. Oh, das war knapp. Schau mal, alleine hier der Detail. Guck mal, Spiel crasht gleich. Guck mal, zu viel Detail. Okay. Was ist das für ein Wasser? Junge, das sieht echt crazy aus. Der Anlagenwasser. Schau mal, dieses Wasser, das sieht einfach nicht wie Wasser aus. Also für 2008 wollen wir nicht meckern hier, ne? Das sieht schon geil aus. Nur Depperlas würden sagen, dass es scheiße aussieht. Aber, großes Aber, es sieht nicht wie Wasser aus. Es sieht aus, als würde ich in Quecksilber schwimmen. Sieht aus wie flüssiges Metall, sind wir mal ehrlich. Hol dir und deinen Kids einen Döner oder so. Dankeschön für die 25-Euro-Spende. Alter, richtig korrekt von dir, Deepstreak. Döner, Bro. Heutzutage, ich bin froh, wenn ich für 25 Euro einen Döner holen kann. Ja, jetzt wird Beulerei geben. Jetzt muss ich ganz kurz aufpassen. Hey! Shit! There he is! Keep on fat boy here! Fadi, dankeschön für weiteren Sub. 37 Liegestützen, ihr nimmt mich auseinander, oder? Also. Kleiner Keck. Erstmal da. Ich muss ganz kurz gucken, wie weicht man aus. Ich war noch mal ausweichen. Ah ja, jetzt. Bam, du Vogel, Alter. Komm her, was schlägst du, mein Cousin? Und this beating is for you, man. What you kinda do, man? Are you stupid motherfucker oder was? Bam, Junge. Drehschlag habe ich gegeben. Kleines Mistviech, du. You all right, cousin? Yeah, fine. Fucking lawn sharks, man. Deepstreak, dankeschön für weiteren verschenkten Sub. Korrekt. Danke, danke, danke. Jetzt sind wir schon bei 38 Liegestützen.
I don't feel so good. Also ich habe vorhin, ich bin ja fast tot. Die müssen sich an mich erinnern, ihr wisst. Das ist so brutal in GTA 4, ne, diese Schlagen. Das ist brutal. Schau mal, wenn du dich so hinstellst. So, warte. Und den hier machst. Gesagt habe ich dich, Alter, aber anders. So, Roman wartet schon. Gehen wir mal lieber. Nicht, dass er noch verblutet. Kleine Pussy, Alter, hat uns wieder blamiert in diesem ganzen Dorf hier. Ich schwöre, Roman bringt nur Probleme. Es gibt immer einen GTA-Charakter, der dich in die Scheiße reitet. Medizinski Usługi, medizinische Service steht da. For now, let's just try to survive, cousin. Einfach russische Gegend. Brooklyn müsste es sein, ne? Brooklyn ist ja russische Gegend. Also, sehr viele Russen leben da. Oh, mein Lieblingsauto. In GTA 4 Patriot, boah, OP-Auto. Denkst du bist Panzer. Ey, das war jetzt smooth. So, ich weiß nicht, was er von mir will. Soll er selber fahren? Ich fahr doch gut. Ach, scheiße, der ist unten. Fuck. Ja toll, wie komme ich jetzt runter? Scheiße, Mann. Ich folge ihm mal von oben erstmal. Da, Abkürzung nehmen wir jetzt einfach. Einen auf den. Wow, shit. Genau so. Genau so. Einsames gleich mit Mutter nicht einschmieren. Bro, das gibt's nur auf OnlyFans, du weißt doch. Man muss auch speziellen Content liefern, ja? So. Alter, mit diesem Leben, ich habe gerade Real-Life-Simulator, versteht ihr? Ich glaube, gleich kriege ich ein Messer bei der Mission. War das die Mission? Ja, Mann, das ist die Mission. Gleich wird gemessert. Ja, Baseballschläger, geil, Alter. Ich komme zur Messerstecherei mit Baseballschläger, ja toll. Schadensmodell in GTA 4 war OP. Bei 50 Subs Fan-Treffen mit Snacks. Machen wir. Ey, Fan-Treffen, was heißt ja Fan-Treffen? So, ich weiß schon, wie ihr das meint, ja. Und die meisten nutzen das auch so als Fan-Treffen, dies, das, Ananas. Aber ich sag euch ehrlich, wir sind Bres. Wir machen Bres-Treffen, Alter. Okay, Bres-Treffen ist auch cringe. Noch cringer als Fan-Treffen, ich sag dir ehrlich. Du Hund, du Verdammter. Egal, bevor du mich stichst, steche ich dich. Ja, komm, du indischer Schauspieler, Alter. Hör doch auf jetzt. Der macht indische Bollywood einfach. Übertreib, Bro. Hab schon mit Auto überfahren. Das will ich jetzt haben. Jetzt steche ich jemanden ab. Schau mal, das, also wirklich, kann man das eigentlich auch abstechen? Das ist ja voll harmlos, Alter. Ich habe das irgendwie krass in Erinnerung. Oh, fuck. Oh. Voll harmlos, Alter. Das ist ja gar nichts, du. Darden ain't a problem for you no more, cousin. So, Problem geregelt. War nochmal nach Edinburgh. Boah, ich sage, hey, Deep, ne? Du wächst tiefe Erinnerungen, wenn du darüber redest. Ey, ich vermisse Schottland so sehr und das ist jetzt nicht nur einfach gelabert, weil ich GTA 6 liebe oder so. Oder weil ich GTA 6 Content mache. Ich habe so Heimweh. Ich habe Schottland schon davor geliebt wegen meinem Lieblingsfilm Braveheart. Ich will einfach die Highlands sehen, weißt du, das fehlt mir voll, dass ich das letztes nicht hinbekommen habe. Ich will die Highlands sehen, ich will die Brücke sehen, wo in Harry Potter gefilmt wurde. Diese berühmte Brücke, ne, wo der Zug drüber fährt. Dann will ich das wie heißt dieses Viech? Loch Ness Monster, diesen Bereich anschauen. Also es gibt sehr, sehr viele Punkte, die ich noch abhaken muss. Und ich will auch irgendwann mal, vielleicht Anfang dieses Jahres noch irgendwann nach London. Ich will zu Take-Two-Gebäude. Mit einem T-Shirt, wo ich und Strauß Zungenkuss machen. Ich will endlich in der Gaming-Szene zeigen, dass auch ein Spieler mit einem Publisher-Chef
zusammen sein kann, ohne sich zu schämen. Strausi Mausi ist eher in New York, egal. Wenn er erfährt, dass ich dahin fahre, ich kann mir vorstellen, dass er dort auftaucht. Also Schottland, ich habe zu Adi ja gesagt, ja, wenn wir Schottland zusammen dann sind, dann werden wir das öffentlich machen. Und wer kommt, der kommt. Steht hier, so, schau mal, wie brutal das Abstechen ist, guck mal. Schau mal. Digga, das ist crazy, dieses Abstechen. Und dann noch dieses. Versteht ihr, was ich meine? Das ist crazy. Also das Stechen in GTA 4 fand ich schon immer brutal. Also ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt noch Fahrzeug und machen so richtig schnelle Fahrt. Und dann gehen wir schon in das nächste Spiel rein, du. Der läuft einfach mit Messer und mit der Ding, Alter. Arabischer Friseur sein beim Barber, Alter. Bitte rasier mir Bart, Seiten auf 0. Okay, Bruder. Zack, zack, zack. Ehrlich, Alter. Digga, verpiss dich von meinem Auto, du Hund. Digga, ja auf jetzt, Tim. So, wir geben jetzt Gas, okay? Okay, ich bin bereit. Let's fucking go. Kennt ihr diese Challenge? Habt ihr das auch damals mit euren Bres und Cousins gemacht? Dass ihr gesagt habt, okay, wir fahren jetzt, ohne zu bremsen, ohne Gas loszulassen. Wer einmal stößt, muss Controller weitergeben. Wieso hat es jeder gemacht, obwohl es nichts Offizielles war? Warum ist jeder auf diese Idee gekommen? Das check ich nicht. Warum sind wir alle irgendwo gleich, Alter? Das sind so viele Parallelen. Durch Social Media wurde das so richtig... Also hat man sich so richtig vor die Augen geführt. Weil wir dumm sind. Okay, das wäre 1-0 für dich. Ja, das ist eine gute Erklärung. Eigentlich braucht man gar nicht mehr drüber zu diskutieren. Das erklärt schon einiges, ja. Bro, jetzt ohne Spaß jetzt, ne? Stempelt mich ab, dass ich geisteskrank bin. Aber ich sag euch jetzt meine Theorie, ohne Spaß. Und am Ende werdet ihr sagen, Bro, das ist es. Der crazy shit ist folgender. Aufgepasst, ja, aufgepasst. Ich glaube, wir sind irgendein GTA-Teil. Ich glaube, wir sind irgendein GTA-Teil, Chat. Wir sind auch NPCs, die einfach künstliche Intelligenz haben. Denkt ihr, die NPCs in GTA denken, dass sie NPCs sind? Nein, Mann, die gehen zur Arbeit, dies, das. Und dann, wenn die ausgelöscht werden die wiedergeboren. Wiedergeburt, da wären wir beim Respawn. Ey, Chat, ich glaube, echt jetzt ohne Spaß, wenn ich so die KI angucke, was alles möglich ist, dann ist es doch bestimmt in der Zukunft möglich, dass man in die Vergangenheit irgendwie reisen kann. Oder auch eigene Welten bilden kann mit einer KI. Denk mal drüber nach, doch. Weil wenn du versucht hast, daran zu denken, nicht daran zu denken, dass du dumm bist, was hast du dann gedacht?